Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Marc, wie geht es dir heute? Hallo Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über Emotionen sprechen. Sprichst du gerne über Gefühle? Ja, das tue ich. Ich denke, Emotionen sind sehr wichtig. Sie helfen uns, uns selbst und andere zu verstehen. Das stimmt. Emotionen sind wie Signale. Sie zeigen uns, wie wir uns fühlen und was wir brauchen. Da stimme ich zu. Manchmal fühle ich mich glücklich, manchmal traurig und manchmal wütend. Jedes Gefühl ist anders. Ja, und jedes Gefühl ist normal. Es ist in Ordnung, viele Emotionen jeden Tag zu fühlen. Kannst du mir sagen, was eine Emotion ist? Sicher, eine Emotion ist ein starkes Gefühl. Es kann Freude, Traurigkeit, Angst, Wut oder Liebe sein. Emotionen helfen uns, auf verschiedene Situationen zu reagieren. Ich verstehe. Wenn etwas Gutes passiert, fühle ich mich glücklich. Wenn etwas Schlechtes passiert, kann ich traurig oder wütend werden. Genau. Emotionen helfen uns, unsere Gedanken auszudrücken und mit anderen in Verbindung zu treten. Zum Beispiel, wenn ich einen Freund nach langer Zeit wiedersehe, fühle ich mich sehr glücklich. Das klingt schön. Ich fühle mich genauso, wenn ich meine Familie treffe. Ich fühle Liebe und Freude. Liebe ist eine sehr starke Emotion. Sie lässt uns warm und sicher fühlen. Ja, und manchmal empfinden wir Angst. Angst ist eine Emotion, die uns hilft, sicher zu bleiben. Wenn ich nachts ein lautes Geräusch höre, fühle ich mich ängstlich. Angst ist auch normal. Sie hilft uns, vorsichtig zu sein. Aber manchmal kann die Angst zu stark sein und uns sehr ängstlich machen. Ich verstehe. Manchmal fühle ich mich auch wütend. Wenn jemand unhöflich zu mir ist, empfinde ich ein starkes Gefühl der Wut. Wut ist ebenfalls ein natürliches Gefühl. Es ist gut, manchmal wütend zu sein, aber wir müssen lernen, sie zu kontrollieren. Wenn wir unsere Wut nicht kontrollieren, könnten wir anderen oder uns selbst wehtun. Das ist wahr. Wenn ich wütend bin, versuche ich tief durchzuatmen und mich zu beruhigen. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig zu wissen, wie man mit unseren Emotionen umgeht. Ich fühle mich auch manchmal traurig, besonders wenn ich einen Freund vermisse oder wenn die Dinge nicht gut laufen. Traurigkeit ist ebenfalls eine normale Emotion. Es ist in Ordnung zu weinen und sich niedergeschlagen zu fühlen. Es hilft uns zu heilen. Ja, wenn ich traurig bin, spreche ich gerne mit einem Freund oder höre Musik. Das macht mich besser. Über unsere Gefühle zu sprechen ist sehr wichtig. Es hilft uns, unsere Emotionen zu verstehen und uns weniger allein zu fühlen. Ich stimme zu. Wenn ich meine Gefühle mit jemandem teile, fühle ich mich immer leichter. Emotionen gehören zum Menschsein. Sie bereichern unser Leben. Ich mag diese Idee. Emotionen machen uns zu dem, was wir sind. Sie zeigen unser wahres Ich. Marc, kannst du mir von einer Situation erzählen, in der du eine starke Emotion gefühlt hast? Sicher. Letzte Woche hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Ich fühlte mich sehr nervös und ein wenig ängstlich vor dem Gespräch. Das ist ein häufiges Gefühl. Ich fühle mich auch nervös vor einem großen Ereignis. Ja, aber nach dem Gespräch fühlte ich mich sehr glücklich, weil ich mein Bestes gegeben habe. Es ist wie eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Ich verstehe. Ähnliche Emotionen hatte ich, als ich in der Klasse eine Rede gehalten habe.
Ich war zuerst nervös, aber dann fühlte ich mich stolz, als ich fertig war. Genau. Emotionen können schnell wechseln. Wir können einen Moment so fühlen und im nächsten ganz anders. Das stimmt. Unsere Gefühle sind wie Wellen. Sie kommen und gehen. Anna, warum denkst du, ist es wichtig, über Emotionen zu sprechen? Ich denke, es ist wichtig, weil Emotionen uns helfen, mit anderen in Verbindung zu treten. Wenn wir unsere Gefühle teilen, bauen wir Vertrauen und Verständnis auf. Ich stimme zu. Über Emotionen zu sprechen hilft uns auch, mehr über uns selbst zu lernen. Es macht uns bewusster, was wir brauchen. Ja, und wenn wir unsere Emotionen verstehen, können wir bessere Entscheidungen treffen. Wenn ich zum Beispiel wütend bin, kann ich mich entscheiden, mich zu beruhigen, anstatt mit verletzenden Worten zu reagieren. Das ist ein sehr guter Punkt. Emotionen sind nicht gut oder schlecht. Sie sind einfach Teil des Lebens. Es kommt darauf an, wie wir darauf reagieren. Genau. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, manchmal traurig oder wütend zu sein. Ich muss nur lernen, mit diesen Gefühlen auf gesunde Weise umzugehen. Das mache ich auch. Ich schreibe in ein Tagebuch, wenn ich verwirrt oder überwältigt bin. Schreiben hilft mir, meinen Kopf zu klären. Das ist eine tolle Gewohnheit. Ich meditiere auch gerne und atme tief durch, wenn ich gestresst bin. Meditation ist sehr hilfreich. Sie hilft mir, meinen Geist zu beruhigen und meine Gefühle besser zu verstehen. Ja, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um innezuhalten und nachzudenken, kann einen großen Unterschied machen. Marc, was machst du, wenn du dich sehr glücklich fühlst? Wenn ich mich glücklich fühle, teile ich meine Freude gerne mit meinen Freunden und meiner Familie. Manchmal rufe ich sie an oder sende eine Nachricht. Das mache ich auch. Ich feiere auch gerne kleine Momente wie das Beenden eines guten Buches oder ein schönes Essen. Kleine Dinge zu feiern ist wichtig. Es macht das Leben unterhaltsamer. Ja, und wenn ich glücklich bin, höre ich gerne meine Lieblingsmusik und tanze ein bisschen. Das klingt nach viel Spaß. Musik macht mich immer glücklich. Marc, denkst du, sind Emotionen für jeden gleich? Ich denke, Emotionen sind universell, aber wir fühlen sie alle auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel fühle ich mich sehr traurig, wenn ich einen traurigen Film sehe, aber manche Menschen empfinden das vielleicht nicht so. Das ist wahr. Unsere Erfahrungen und Persönlichkeiten machen unsere Emotionen einzigartig. Ja, und auch der kulturelle Hintergrund spielt eine Rolle. In einigen Kulturen sind Menschen expressiver, während sie in anderen zurückhaltender sind. Ich stimme zu. Es ist interessant, dass wir alle die gleichen grundlegenden Emotionen teilen, sie aber auf unterschiedliche Weise zeigen. Anna, wie denkst du, können wir anderen helfen, wenn sie traurig oder wütend sind? Ich denke, der beste Weg zu helfen, ist zuzuhören. Wenn jemand verletzt ist, ist es wichtig, ihm zu erlauben, zu sprechen und seine Gefühle auszudrücken. Ja, und wir sollten sie nicht beurteilen. Wir sollten Empathie und Verständnis zeigen. Genau. Manchmal ist es genug, einfach für jemanden da zu sein. Ich versuche immer, meinen Freunden zu fragen, wie sie sich fühlen, und ihnen zu zeigen, dass ich mich kümmere. Das ist sehr nett von dir. Ich versuche, das Gleiche zu tun. Ich biete auch an, in irgendeiner Weise zu helfen, wie zum Beispiel einen Spaziergang zu machen oder zusammen eine Tasse Tee zu trinken. Diese kleinen Gesten können einen großen Unterschied machen. Sie zeigen, dass wir in unseren Gefühlen nicht allein sind. Ich stimme zu. Emotionen können manchmal schwer sein, aber sie mit einem Freund zu teilen macht sie leichter.
Ja, und es hilft uns zu lernen, dass es in Ordnung ist, verletzlich zu sein. Wir haben alle Höhen und Tiefen. Anna, was hast du aus unserem Gespräch heute über Emotionen gelernt? Ich habe gelernt, dass Emotionen ein normaler Teil des Lebens sind. Sie helfen uns, uns selbst zu verstehen und mit anderen in Verbindung zu treten. Ich fühle dasselbe. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, über unsere Gefühle zu sprechen und sie auf gesunde Weise zu managen. Ja, und ich habe gelernt, dass jede Emotion einen Zweck hat. Zum Beispiel hilft uns Angst, sicher zu bleiben, und Traurigkeit hilft uns zu heilen. Ich stimme zu. Emotionen sind wie ein Wegweiser. Sie zeigen uns, was wir brauchen und wie wir wachsen können. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Es macht mich bewusster für meine eigenen Gefühle. Ich bin auch froh. Unser Gespräch heute hat mir geholfen, darüber nachzudenken, wie ich meine Emotionen ausdrücke. Marc, möchtest du noch ein Beispiel für eine starke Emotion geben, die du kürzlich gefühlt hast? Sicher, Anna. Letztes Wochenende war ich auf einer Familienfeier. Ich fühlte mich sehr froh, als ich meine Cousins und Großeltern sah. Wir lachten, aßen gutes Essen und sprachen über alte Erinnerungen. Das klingt wunderbar. Ich fühle mich immer glücklich bei Familienfeiern. Es ist eine Zeit der Liebe und des Spaßes. Ja, und ich fühlte mich auch ein wenig nostalgisch. Nostalgie ist ein Gefühl, das man hat, wenn man gute Zeiten aus der Vergangenheit erinnert. Ich kenne dieses Gefühl. Manchmal schaue ich alte Fotos an und fühle mich sowohl glücklich als auch ein wenig traurig, weil diese Momente vorbei sind. Genau. Emotionen können komplex sein. Wir können gleichzeitig Freude und ein bisschen Traurigkeit empfinden. Ich denke, das macht uns menschlich. Unsere Gefühle sind reich und vielfältig. Anna, hast du Tipps für jemanden, der seine Emotionen besser verstehen möchte? Ja, ich habe ein paar Tipps. Zuerst empfehle ich, ein Tagebuch zu führen. Jeden Tag über deine Gefühle zu schreiben, kann dir helfen zu sehen, was du fühlst und warum. Ich mag diese Idee. Manchmal schreibe ich ein paar Zeilen über meinen Tag. Das ist ein guter Anfang. Zweitens empfehle ich, mit jemandem zu sprechen, dem du vertraust, wie einem Freund oder einem Familienmitglied. Deine Gefühle zu teilen kann es einfacher machen, damit umzugehen. Ich stimme zu. Ich fühle mich immer besser nach einem guten Gespräch mit einem Freund. Drittens solltest du versuchen, etwas Zeit alleine zu verbringen, um nachzudenken. Du kannst meditieren, in der Natur spazieren gehen oder einfach in der Stille sitzen. Es hilft dir, deine Emotionen zu verstehen. Ich liebe es, im Park zu spazieren. Es gibt mir Zeit zum Nachdenken. Ja, und schließlich denke daran, dass es in Ordnung ist, verschiedene Emotionen zu fühlen. Beurteile dich nicht dafür, dass du traurig oder wütend bist. Jedes Gefühl ist gültig. Das ist sehr wichtig. Ich werde versuchen, freundlicher zu mir selbst zu sein, wenn ich negative Emotionen fühle. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Es hilft mir auch. Marc, kannst du ein Beispiel geben, wann du jemandem mit seinen Emotionen geholfen hast? Ja, das kann ich. Letzten Monat rief mich meine Freundin Lisa an. Sie war sehr aufgebracht, weil sie einen Streit mit ihrer Schwester hatte. Was hast du gemacht? Ich habe ihr zugehört. Ich habe sie reden lassen, ohne sie zu unterbrechen. Ich sagte, es ist in Ordnung, wütend und traurig zu sein. Ich bin für dich da. Das ist sehr nett. Zuhören ist eine großartige Möglichkeit zu helfen. Ja, und nachdem sie gesprochen hatte, schlug ich vor, dass sie ihrer Schwester eine Nachricht schreibt, um ihre Gefühle zu erklären.
Ich bot ihr auch an, mit ihr spazieren zu gehen. Ich finde das eine gute Idee. Manchmal kann es helfen, miteinander zu sprechen und zu gehen, um sich besser zu fühlen. Genau. Ich fühlte mich glücklich, dass ich meiner Freundin helfen konnte. Du hast das großartig gemacht, Mark. Anderen mit ihren Emotionen zu helfen, ist sehr wichtig. Danke, Anna. Ich habe viel aus dieser Erfahrung gelernt. Sie hat mich daran erinnert, dass wir alle manchmal Unterstützung brauchen. Ja, und es ist schön zu wissen, dass wir füreinander da sein können. Mark, hast du noch abschließende Gedanken zu Emotionen? Ja, habe ich. Ich denke, Emotionen sind ein natürlicher Teil des Lebens. Sie machen unsere Erfahrungen reich und bedeutungsvoll. Ich stimme zu. Emotionen helfen uns, uns mit uns selbst und mit anderen zu verbinden. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, zu lernen, unsere Emotionen zu managen. Es hilft uns, ein ausgewogenes und glückliches Leben zu führen. Ja, wenn wir unsere Gefühle verstehen, können wir bessere Entscheidungen treffen und ruhig reagieren. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Es hat mich bewusster für meine eigenen Emotionen und die Emotionen anderer gemacht. Ich empfinde das Gleiche, über Emotionen zu sprechen, ist sehr hilfreich. Es hilft uns zu lernen und zu wachsen. Danke, Anna, für dieses schöne Gespräch. Ich genieße unsere Unterhaltungen immer. Danke, Mark. Ich habe es auch genossen. Ich habe heute viel über Emotionen gelernt. Ich werde versuchen, achtsamer mit meinen Gefühlen umzugehen und sie mit anderen zu teilen. Das ist ein guter Plan. Ich werde weiterhin in meinem Tagebuch schreiben und über meine Emotionen nachdenken. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Es ist immer interessant, mit dir zu reden. Ich auch, Mark. Lass uns bald wieder treffen, um mehr Ideen auszutauschen. Hab einen schönen Tag, Mark. Danke, Anna. Du auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mark. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.